dan ljudi, ja sam Mati, dobrodošli na mom kuvarskom kanalu. Danas ću vam pokazati najbolji recept za domaće suho meso. Pošto živim u Njemačkoj, ovaj video na njemačkom, ako volite gledati ili pratiti video na vašem jeziku, onda uključite titule. Ja, liebe Kochfreunde, ich habe die Begrüßung heute mal in meiner Sprache gemacht, weil ich habe sehr, sehr viele Zuschauer vom Balkan und heute werde ich euch eine Balkan-Delikatesse, eine Räucherspezialität zeigen. Das nennt sich Suho Meso, was wortwörtlich Trockenfleisch bedeutet. Ja, Suho Meso, das ist eine Räucherdelikatesse. Natürlich kannst du die aus verschiedenen Fleischsorten zubereiten, aber in der Regel machen wir das aus Rinderbrust. Ich habe hier ein großes Stück Rinderbrust, das sind insgesamt 8,7 Kilo. Wir werden noch einiges davon wegschneiden und ich denke, da wird so ein Nettogewicht von 7,5 Kilo übrig bleiben. Ja, und was ist Suho Meso? Das ist eine sehr würzige Fleischspezialität. Das Ganze wird 3 Wochen lang gepökelt und gewürzt und anschließend geräuchert. Und ja, das kannst du dann quasi als dünn aufschneiden, als Snack genießen, als Brotbelag oder du kannst es auch zum Kochen verwenden. Zum Beispiel für diverse Bodengerichte oder Eintöpfe. Und ja, und wie man, heute zeige ich euch das Originalrezept. Leute, ich habe bei YouTube geguckt, es gibt irgendwie kein ordentliches Video, wo man zeigt, wie man richtig gutes Trockenfleisch vom Balkan macht. Und das werde ich euch heute zeigen. Fangen wir an. So, ich beginne damit, indem ich das Fleischstück erstmal grob zerteile. Dazu schaue ich mir erstmal an, wie es gewachsen ist und mache dementsprechend die Schnitte. Nachdem ich das Fleisch grob zurechtgeschnitten habe, werde ich es jetzt oberflächlich parieren. Das heißt, was wir wegschneiden werden, das sind so Geschichten hier, alles was sehnig ist, überschüssiges Fett, was irgendwie drüber hängt. Das, was ihr dran lassen könnt, das ist das hier. Ne? Das ist fester Speck, das ist super zum Kochen. Das hier, das müssen wir wegschneiden, weil das würde hinterher ranzig schmecken. Ja, und achtet beim Schneiden darauf, dass ihr ein scharfes Messer benutzt und darauf, dass ihr euch mindestens 1-2 Mal schneidet, weil sonst ist das kein Suho Meso. So, ich habe das Fleisch jetzt zurechtgeschnitten, pariert. Es sind größere und kleinere Stücke dabei, magere und fettigere Stücke. Und jetzt müssen wir das Fleisch einsalzen. Zum Einsalzen verwenden wir ganz normales Tafelsalz, bitte kein Jodsalz oder Pökelsalz verwenden. Je Kilo Fleisch brauchen wir 40 Gramm Salz. Ich habe eine Fleischmasse von 7 Kilo und habe 280 Gramm Tafelsalz abgewogen. In Suho Meso gehört auch eine ordentliche Menge Knoblauch rein. Pro Kilo Fleisch eine halbe Knolle. Ich habe hier 4 Knoblauchknollen, die habe ich geschält und füge sie mit dazu. Sowie 7 Gramm weißen gemahlenen Pfeffer und Lorbeerblatt. Das war's. Ja, zum Einsalzen von dem Fleisch braucht ihr einen passenden Behälter. Ich nutze hier so eine Plastikbox mit Deckel. Die habe ich desinfiziert nochmal mit Essig. Da wird jetzt das Fleisch geschichtet und eingesalzen, aromatisiert mit Knoblauch, Pfeffer und Lorbeerblatt. Und dann wird das Ganze gepökelt.
So, das Fleisch muss noch gepresst werden. Dazu habe ich hier ein ganz normales Küchenbrett einvakuumiert und als Pressgewicht einen Stein. So, liebe Leute, ich habe jetzt hier noch einen Deckel drauf gemacht und jetzt muss Sucho Meso pökeln. Wie lange? Genau 21 Tage. Der Osmoseprozess wird in Gang gesetzt, das Fleisch verliert Wasser, es aromatisiert sich, wird haltbar gemacht durch das Salz und ab dem 18. Tag nimmt das Fleisch das Wasser wieder in sich auf. Das ist ganz wichtig für die Aromenbildung und die Textur des Fleisches hinterher. Das heißt, bitte nicht den Pökelvorgang vorzeitig abbrechen, weil man denkt, es ist gut. Wirklich 21 Tage das Ganze hier in der Lake pökeln lassen und dann werden wir es weiterverarbeiten. So, meine lieben Kochfreunde, jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie das Fleisch nach 3 Tagen aussieht. Ich habe das Pressgewicht erhöht, indem ich volle Wasserflaschen draufgesetzt habe auf ein Brett. Unten drunter sind 2 Schalen und ich habe noch etwas Frischhaltefolie drüber gezogen, damit die Feuchte nicht entweicht. Und wie ihr sehen könnt, ist das Fleisch jetzt vollständig mit Wasser bedeckt und pökelt quasi in der eigenen Lake. Ja, dieser Vorgang nennt sich Salmuranje. Wie gesagt, dauert 21 Tage und ja, das Pressen hat den Vorteil, das Fleisch kriegt eine schönere Form später, es bleibt immer unter Wasser und es aromatisiert sich besser. Und der Nachteil ist, ich habe 3 Wochen nichts zu trinken. Ja, liebe Kochfreunde, nach einer Pökelzeit von 3 Wochen hat sich der Fleischsaft wieder in das Fleisch zurückgezogen und der Osmoseprozess ist abgeschlossen. Das Ganze duftet wunderbar nach Knoblauch, wie ihr seht. Das Fleisch ist etwas umgerötet, das hat sich aromatisiert, konserviert. Und ja, und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden das Fleisch wässern, um den Salzgehalt etwas herauszuschwemmen. Zum Wässern habe ich hier einen großen Bottich mit kaltem Wasser vorbereitet und da lege ich jetzt das Fleisch hinein. Ja, das Wässern ist notwendig, um den Salzgehalt etwas zu reduzieren, um das Salz herauszuschwemmen. Und ich lege es für 1 Stunde in kaltes Wasser und dabei werde ich das Wasser einmal wechseln. So, das Fleisch wurde jetzt gewässert, 1 Stunde, das Wasser habe ich gewechselt. Jetzt habe ich es aufgehängt und lasse es 2 Tage lang an der frischen Luft trocknen. Heute ist es kühl und relativ windig und nach diesen 2 Tagen, wenn die Oberfläche angetrocknet ist, dann werden wir das Fleisch das erste Mal räuchern. Nachdem das Fleisch angetrocknet wurde, werden wir es das erste Mal räuchern. Schaut euch das mal an, was das für eine glänzende Oberfläche und was für eine zarte Textur hat. Ja, jetzt hänge ich das Fleisch in den Räucherschrank und werde es für 12 Stunden auf Buchenholzspänen kalt räuchern. Und nun wird das Fleisch im Räucherschrank für etwa 10 bis 12 Stunden kalt geräuchert. So, meine lieben Kochfreunde, ich habe das Fleisch jetzt 12 Stunden
kalt geräuchert und jetzt habe ich an die frische Luft gehängt. Es ist momentan sehr kühl, auch windig und jetzt lasse ich es für 24 Stunden draußen hängen, damit sich das Fleisch entspannen kann, damit es weiter atmen kann, weiter antrocknet und dann folgt der zweite Räuchergang. Der zweite Räuchergang von insgesamt 5. Ich werde das Fleisch 5-mal räuchern und wie gesagt, nach jedem Räuchergang von 12 Stunden hängen wir das Fleisch für einen Tag an die Luft. Nachdem das Fleisch 24 Stunden an der frischen Luft war und getrocknet hat, tue ich es wieder in den Räucherschrank und räuchere es für weitere 12 Stunden. Und so schaut das Fleisch aus, nachdem es 2-mal geräuchert wurde. Ich habe es wieder aufgehängt, damit es 24 Stunden trocknet und 3 Räuchergänge werden wir noch machen. So, meine lieben Kochfreunde, Sucho Meso ist nun fertig. Ich habe es insgesamt 5-mal kalt geräuchert, zu jeweils 12 Stunden. Immer mal mit einem Tag Pause dazwischen, damit sich das Fleisch ein bisschen erholt, aromatisiert. Und dann habe ich es nochmal 3 Tage lang etwas trocknen lassen an der frischen Luft. Und jetzt ist es fertig, nach 2 Wochen. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie diese Köstlichkeit aus Fleisch schmeckt und was man daraus machen kann. Ja, liebe Leute, das war Sucho Meso. Es erinnert ein bisschen an Beef Jerky, an Trockenfleisch, nur halt nicht ganz so trocken. Und glaub mir, je länger du das kaust, desto besser schmeckt das. Du kannst das natürlich auch dünn aufschneiden, als Brotbelag nutzen. Und apropos Beef Jerky, du kannst das Fleisch natürlich auch länger trocknen lassen und dann wird es fester. Aber ich würde es nicht machen. Ich finde die Konsistenz so, die ist doch optimal. Und ja, was man noch machen kann mit Sucho Meso, es ist eine sehr beliebte Zutat auf dem Balkan zum Kochen. Hier habe ich mit Sucho Meso zum Beispiel eine traditionelle Balkanspezialität zubereitet, und zwar überbackene weiße Bohnen mit Trockenfleisch, Feta und Paprika. Ja, was soll ich euch sagen, Leute, das gehört für mich zu den besten Dingen, die du überhaupt räuchern kannst. Das muss man mal ausprobieren und ich bin sicher, das wird euch gefallen. Und ich weiß, es ist viel Arbeit, aber glaubt mir, Leute, glaubt mir, diese Mühe zahlt sich aus. Es ist ein ganz besonderer Geschmack, den du hierzulande gar nicht findest. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, macht es nach. Schaut euch auch meine anderen Räuchervideos an und natürlich freue ich mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und den Kanal abonniert. Bis bald, euer Matti.